Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Autoforie. Heute mit der neuen Speerspitze von Audi Sport, dem brandneuen Audi RS5. Das A5 Coupé kennt ihr schon, das S5 Coupé kennt ihr schon und auch das S5 Cabriolet kennt ihr schon. Ob es ein RS5 Cabriolet geben wird, will man aktuell noch nicht sagen, aber mit so einem gewissen Grinsen im Gesicht. Dementsprechend nehme ich mal stark an, es wird auch ein RS5 Cabriolet kommen. Jetzt aber mal kurz zu den harten Fakten des RS5 Coupés. Wir haben hier die optionalen Matrix-LED-Scheinwerfer und die sind abgedunkelt. Die serienmäßigen LED-Scheinwerfer sind leider nicht abgedunkelt. Das heißt, wenn man diese schöne Linie mit diesem Bauteil, was übrigens nicht aerodynamisch irgendwelche Effekte hat, sondern wirklich nur optisch eben dazu da ist, den Übergang in den sehr viel breiteren Kotflügel als beispielsweise beim A5 Coupé eben darzustellen. Und nur mit den Matrix-LED-Scheinwerfern, die eben abgedunkelt sind, bekommt man hier einen schönen Übergang in den Kotflügel. Sieht übrigens bei Farben wie dem exklusiven Grün oder auch dem Grau oder ganz besonders natürlich dem typischen RS-Rot nochmal richtig gut aus. Dann weiter, der Grill ist auch flacher als beim A5 Coupé. Wir haben auch hier vorne viel funktionale Lufteinlässe, so dass im Prinzip hier gut Kühlluft reinkommt. Einmal für die Bremsen, aber auch einmal für den Motor. Und dabei garantiert nicht fehlen darf natürlich der Quattro-Schriftzug unten oberhalb der Lippe des RS5. Quattro heißt in diesem Fall serienmäßiger Quattro mit Mittensperrdifferential. Das heißt, in Normalstellung haben wir 40% der Kräfte auf die Vorderachse und 60% auf die Hinterachse. Wie sich dann das Ganze im Fahren verhält, schauen wir uns natürlich dann im Fahreindruck an. Serienmäßig bereift ist der RS5 mit 19 Zoll. Hier, das sind jetzt die 20 Zoll mit der Standardbremse dahinter. Wir können auch noch eine Keramikbremse ordern, damit es ordentlich zupackt. Generell gegenüber einem A5 Coupé sind beispielsweise die Türen gleich, aber die Kotflügel vorne und hinten breiter. Motorhaube, Dach und Kofferraumdenkel sind dann auch wiederum gleich. Wobei bei Dach gibt es einen Punkt, da können wir etwas tun. Normalerweise Stahldach vom A5 Coupé, auch hier im RS5 Coupé. Aber es gibt für schlappe 3.500 € ein Carbondach. Das bringt nochmal 3 Kilogramm weniger und das auch an einer ganz wichtigen Stelle, denn hier oben weniger Gewicht zu haben, bringt uns fahrdynamisch einige Vorteile. Wir können aber auch mit schönem Ausblick durch ein Panoramadach hier oben nochmal 3 Kilo und wahrscheinlich auch noch mehr, eine genaue Gewichtsangabe gibt es dazu leider nicht, hier oben drauf laden. Auch am Heck macht er sich nochmal ordentlich breit. Das heißt, wir haben natürlich auch hier hinten nochmal einen breiteren Radlauf, macht einfach einen schönen Fuß. Jetzt auch hier wieder diese zusätzlichen Anbauteile, die im Prinzip einfach nur einen schönen Übergang in den Kotflügel darstellen sollen. Auch das hintere Bauteil ist komplett geschlossen, hat keine aerodynamischen Vor- oder Nachteile. Schön abgedunkelte LED-Rückleuchten haben wir hier und was ihr hier auch seht, die optionale Sportabgasanlage ist relativ einfach zu erkennen, wenn man die dunklen, schwarz lackierten Blenden hier hinten hat. Und was das Ganze jetzt klangtechnisch bedeutet, hören wir uns doch einfach mal an. Glaubt man Audi, dann haben wir mit dem RS5 Coupé die Straßenversion des RS5 DTM. Jetzt muss man aber eines dazu wissen, dass der DTM-Renner mit einem völlig anderen Motor läuft, nämlich mit einem V8-Saugmotor. Und hier hat sich wirklich einiges geändert. Denn eventuell, ich nehme an, die meisten von euch werden es schon wissen, der 4,2 FSI, also V8-Sauger, der allerdings von der Leistung eher nach unten gestreut hat als nach oben, ist raus, ist weg. Jetzt haben wir hier ein Triebwerk mit 2 Zylinder weniger, nämlich einen 2,9 Liter V6 Biturbo, der die Turbos im heißen V hat. Das heißt einfach ein besseres Ansprechverhalten im Prinzip gegenüber Turbos, die außen angebaut sind oder irgendwo anders im Motorraum.
Und wir haben aber auch definitiv mehr Leistung mit 450 PS. Und was ein ganz wichtiger Faktor ist, wir haben 170 Newtonmeter mehr Drehmoment als beim Vorgänger, nämlich 600 Newtonmeter. Und das macht schon ordentlich Laune hier in diesem kleinen, spaßigen Coupé. Normverbrauch soll, wenn man es erreichen möchte, bei 8,7 Liter liegen und Leergewicht bei 1655 als Basisvariante. Das sind dann auch schon wieder 60 Kilogramm weniger als beim Vorgänger. Wie gesagt, Leergewicht 1655 Kilogramm und ich weiß, ihr wollt es ja immer genau wissen. Ich habe hier mal das grüne Papierchen rausgezogen. Wir haben hier ein Leergewicht bei dieser Version von 1730 Kilogramm. Das heißt, logischerweise ein paar Extras drin, die packen eben auch ein paar Pfund drauf. Jetzt haben wir natürlich weniger Zylinder, aber mehr Leistung. Die bringen uns auf dem Papier 3,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h. 250 km/h sagt Audi Sport, okay, hier ist Ende. Aber gegen Aufpreis kann man auch 280 km/h fahren. Und wer dann mehr möchte, der muss dann wahrscheinlich definitiv zum Tuner rennen. Aber mehr als 280 sollte auch mit diesem Triebwerk problemlos möglich sein. Kommen wir zum Interieur des RS5 Coupé. Vieles, was wir hier sehen, kennen wir schon aus dem A5 Coupé oder auch A5 Cabriolet. Die RS Sportsitze allerdings sind serienmäßig genauso wie das RS Sport Fahrwerk. Wir können allerdings natürlich auch noch mit dynamischen Dämpfern, das heißt adaptive Dämpfer, die sich einfach auf die Fahrsituation besser einstellen, nochmal ein bisschen mehr Sportiviness in den RS5 reinbringen. Virtual Cockpit kostet allerdings extra, genauso wie MMI Touch. Zu diesen beiden haben wir schon ein extra Video gemacht, könnt ihr euch auch unten in der Infobox einfach mal anschauen. Dynamiklenkung, auch leider mit Aufpreis verbunden, genauso wie allerdings sehr löblich ein Hinterachssperrdifferential. Und ganz ehrlich, viel Unterschiede gibt es jetzt hier innen nicht so wirklich, abgesehen von den serienmäßigen Sportsitzen, die einfach schon mal ein bisschen besser umgarnen. Und den Rest würde ich sagen, schauen wir uns auf der Straße an. Der erste Punkt, wobei man merkt, dass der RS5 primär ein Gran Turismo und keine Hardcore-Waffe ist, ist wirklich der Sound. Denn wir haben außen doch schon viel Krawall, allerdings nach innen rein ist es sehr gedämpft. Merkt man ganz einfach schon, wenn man jetzt hier mal ganz leicht die Scheibe öffnet, dann hören wir von außen die Turbolader, wie sie richtig Druck aufbauen. Und innen, bei geschlossenen Fenstern, kommt das leider gar nicht an. Soll heißen, auch die optionale Sportabgasanlage ist vom Klang her eher etwas zurückhaltend im Vergleich mit dem, was man vielleicht vom Vorgänger kennt oder auch mit dem, was man vom M4 oder C63 kennt. Was man dem Motor aber definitiv lassen muss, das Ansprechverhalten ist top. Also sobald man hier nur leicht reintritt, ist sofort Druck da. Egal ob es jetzt beim Downshift ist oder ob man wirklich quasi den richtigen Gang vor einlegt und dann zack, einfach nach vorne zieht, da geht richtig was. Gran Turismo bedeutet ja ein entspannter Cruiser mit viel Leistung nach oben hinaus. Und auch wenn der RS5 nicht so krawallig ist wie ein M4 oder ein C63, dann macht er eines verdammt richtig und das sind Kurven. Das muss man ihm ganz ehrlich lassen. Also wie der Quattro-Antrieb in den Kurven arbeitet, ist echt phänomenal, denn der zieht einen richtig durch die Kurve durch und gerade auch bei dem Gewicht, das das Auto ja mit sich bringt, ich habe es ja eingangs erwähnt, glaubt man das eigentlich gar nicht so. Was soll das heißen, querdynamisch? Also wir können im Grenzbereich sogar das Heck leicht tänzeln lassen und was mir auch richtig gut gefällt, in den Kurven. Wir haben unglaublichen mechanischen Grip vom Allradsystem und auch vom Fahrwerk, das uns hier wirklich durch die Kurven durchzieht und Gehwerte erlaubt, die man so von diesem Auto nicht unbedingt erwarten würde, wenn man es von außen betrachtet, weil es ja doch schon einiges an Gewicht mit sich bringt. Aber der geht richtig flott durch die Kurven durch. Von den Bremsen her bietet man hier optional die Keramikscheibe an. Ich habe jetzt hier in diesem Wagen die Standardbremse drin. Bisher ohne Probleme, ohne irgendwelche Verzögerungsprobleme. Wir haben allerdings auch aktuell temperaturtechnisch noch nicht das Extremfeld erreicht. Das heißt aktuell 22 Grad von draußen. Relativ viel Verkehr, sodass die Bremse sowieso nicht überhitzen könnte. Wenn man es wirklich ganz extrem meint mit dem RS5, wobei er ja wirklich ein Gran Turismo ist und keine Rennmaschine, dann macht die Keramik vielleicht Sinn.
Aber wenn man ihn wirklich als Gran Turismo nutzt und nicht als Fahrzeug, das einen M4 oder einen C63 jagen soll, dann ist die Keramik höchstwahrscheinlich überflüssig. Preislich startet das RS5 Coupé bei 80.900 €. Man würde jetzt sagen, von der Klasse her müsste man ihn mit einem M4 oder einem C63 vergleichen. Aber nicht nur, dass Audi ihn anders positioniert, wenn man einsteigt und fährt, merkt man auch, er ist nicht die Hardcore-Waffe wie die anderen beiden. Er ist wirklich mehr ein Reisegleiter mit einem ordentlichen Punch, wenn man es denn braucht. Das soll es auch schon wieder gewesen sein mit dem Video zum brandneuen RS5 Coupé. Solltet ihr noch Fragen haben, gerne einfach in die Kommentare. Auch das Q&A, was wir machen wollten, wird dann noch kommen. Vielleicht können wir da noch ein paar technische Fragen mit aufnehmen, falls ihr da noch welche haben solltet. Sollte euch das Video gefallen haben, gerne mit einem Daumen belohnen. Solltet ihr diesen Kanal mögen, dann lasst doch direkt ein Abo da. Aktiviert die Glocke und dann bekommt ihr auch alle Videos mit von uns, sobald ein neues online gestellt wurde. Also dementsprechend sehen wir uns dann auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.